Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Gestern fühlte ich mich an meine Worte von vor circa einer Woche erinnert, als ich gesagt habe, ich fühle mich mit diesem Kader, mit dieser Kabine nicht mehr identifiziert. Und gestern der nächste traurige Höhepunkt. Real Madrid spielt, Real Madrid trifft, Real Madrid gewinnt und dem Madridismo löst es fast Gleichgültigkeit aus. Das nächste bodenlos peinliche Spiel von Real Madrid. Ja, und da ich heute aber keine 20 Minuten auf Real Madrid draufhauen möchte und negative Stimmung nur verbreiten möchte, habe ich auch ein Augenmerk auf einige positive Aspekte im Spiel von gestern für euch geschaut. Ja, es gab auch Positives. Also, ich sage einfach mal, viel Spaß beim Video. Ja, in so einer grottenschlechten Saison, die Real Madrid gerade spielt, abgesehen davon, dass wir zum zweiten Jahr am Stück titellos sein werden, also abgesehen davon, ist der Fußball, den Real Madrid hier anbietet und die Laufbereitschaft, ja, das Feuer, was die den Fans vermitteln möchten, ja einfach nicht vorhanden. Ja, und in so einer schlechten Saison ist es sehr schwer für mich, einen positiven Tenor auf diesem Kanal für euch zu vermitteln. Und immer wieder lese ich auch Kommentare, die mir das vorwerfen, die mir sagen, du bist kein Madridista, du redest alles schlecht, etc. pp. Dabei im Gegenteil, ich glaube, ich bin jemand, der nur so eine kleine Flamme braucht, um sofort wieder voller Feuer und Flamme entfacht sein für Madrid. Ich sehe in jeder kleinen Möglichkeit die Chance auf ein neues Real Madrid. Ja, trotz alledem versuche ich heute mal auch positive Aspekte vom gestrigen Abend zu sehen. Und der erste sehr positive Aspekt war die Kaderliste von Real Madrid. Sie wird ja immer sehr spät vorgestellt. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich zu den Torhütern geschaut habe und gesehen habe, Javi Navarro, der Held der U19, der Held der A-Jugend, der Real Madrid zum Youth League-Titel geführt hat, war gestern im Kader von Real Madrid. Eine Riesenfreude. Es geht sogar so weit, dass OK Diario berichtet, Real Madrid möchte Andrei Lunin verkaufen und möchte Javi Navarro den Spot als zweiten Torwart von Real Madrid geben. Naja, ob das eine gute Nachricht ist, das muss jeder Madridista für sich selber entscheiden. Aber ja, der nächste schöne Moment, der kam kurz danach, und zwar die A-Jugend von Real Madrid durfte gestern in Santiago Bernabéu gehen. Das gesamte Santiago Bernabéu, oder sagen wir mal 90%, denn das Stadion war nicht ganz ausverkauft, durften gestern diesen Jungs applaudieren, diese Jungs anfeuern, und ich schätze mal, für die A-Jugendspieler war das ein sehr schöner Moment. Die sehen das Stadion, in dem sie sich alle sehnen, eines Tages Stammspieler zu sein, wie sie alle gefeiert werden. Ja, das waren sehr, sehr schöne Momente, muss ich sagen. Gleich im Laufe des Spiels kommen wir noch zu anderen schönen Momenten, aber versuchen wir jetzt erstmal zu erklären, was gestern passiert ist. Schauen wir uns dafür die Aufstellung von dem Álvaro Arbeloa an, und es war, glaube ich, die Ausstellung, die zu erwarten war, mehr oder weniger. Álvaro Arbeloa hat vor dem Spiel in der Pressekonferenz auch mit dieser Ausstellung und auch nach dem Spiel in der Pressekonferenz erklärt, das Ziel von Real Madrid ist es, die restlichen 7 Spiele zu gewinnen. Jetzt sind es noch 6. Ja, und so hat er auch aufgestellt. Im Tor Lunin, Trent und Carreras auf den Außenverteidigerpositionen, in der Mitte Militao und Dinhausen, davor Tchouaméni, Bellingham, Fede Valverde, Arda Güler, vorne Vini, Mbappé. Das ist, wenn es laut Álvaro Arbeloa geht, die beste Elf, die er aufstellen kann. Ja, und dann gehen wir mal ins Spiel. Und ich sag einfach mal, die erste Viertelstunde und die letzte Viertelstunde von Real Madrid war das Gottloseste, was ich seit Jahren im Santiago Bernabéu von einer Mannschaft wie Real Madrid gesehen habe. Und Real Madrid hat schon dunkle Zeiten hinter sich. Ich erinnere mich an die Saison, als Cristiano Ronaldo gegangen ist. Oder auch davor einige Saisons, wo unser Star-Einkauf ein Gago war, wo wir Mittelfeldspieler hatten, die Emerson und Diarra waren. Also ich habe wirklich schon Zeiten erlebt, ja, die nicht schön waren. Aber ich habe noch nie erlebt, dass eine Mannschaft von Real Madrid, die so voll gepickt ist mit absoluten angeblichen Weltstars,
die so eine Leistung abliefern. Real Madrid hatte vor dem Spiel gestern gegen Alavés 4 Spiele am Stück nicht gewonnen. Das gab es das letzte Mal vor 8 Jahren. Der Madridismo war wütend, war sauer. Alle haben eine Reaktion von der Mannschaft erwartet. Eine Entschuldigung für diese 4 Spiele. Eine Entschuldigung für das Aus in der Champions League. Und das ist die Leistung unserer Mannschaft gewesen. Wir können froh sein. Es gibt keine normale Erklärung dafür, dass wir nach einer Viertelstunde nicht schon 2-0 hinten liegen. Es gibt keine Erklärung. Ich erinnere mich alleine an 2 oder 3 Situationen, wo Álvaro Carreras aussah wie die schlechte Version von Fran Garcia. Mir fehlen die Worte, um das zu beschreiben. Ja, und als Real Madrid, Gott weiß warum, diese erste Viertelstunde überlebt hat, hat Real Madrid versucht, ein bisschen dagegen zu halten. Ja, und es sind immer wieder die gleichen Spieler, wo du als Madrid-Fan zurzeit das Gefühl hast, nur wenn der den Ball hat, kann hier was passieren. Und das war gestern wieder einmal ein Arda Güler. Fede Valverde, Jude Bellingham sind sehr viel gelaufen in Zweikämpfe, aber der Einzige, der die Klarheit, die Vision, der den Fußball hat, zurzeit ist Arda Güler. Der ist wahrscheinlich zurzeit mit Abstand der formstärkste Spieler bei Real Madrid. Ich sage jetzt nicht, dass ein Bellingham und ein Fede Valverde in der Regel im Normalfall viel schlechter sind, aber die sind nicht annähernd in der Form, die der Türke gerade hat. Ja, aber egal was er angefasst hat, die Stürmer vorne haben es kaputt gemacht. Die Stürmer, die sich gestern wieder einmal dafür entschieden haben, dass Fußball kein Teamsport ist, Fußball ist kein Mannschaftssport, Fußball ist da, um Clips zu farmen für TikTok-Videos. Das ist das Verständnis zurzeit der Stürmer von Real Madrid. Vini hat jedes Mal versucht, mit dem Kopf durch die Wand und hat sich dann irgendwann gewundert, dass das Bernabeu ihn auspfeift. Kylian Mbappé, ja, keine Ahnung. Das ist wie der Schüler, der keine Hausaufgaben macht, der nicht lernt, aber erwartet am Ende eine 1 plus zu schreiben. Ja, es ist grausam mit anzusehen. Real Madrid hat die Saison schon lange weggeschmissen. Die Spieler gehen spazieren. Das sah aus wie ein Freundschaftsspiel. Keine Intensität, keine Zweikämpfe wurden gewonnen. Zweite Bälle. Wann hat Real Madrid das letzte Mal einen zweiten Ball gewonnen? Ja, die Spieler sind spazieren gegangen. Alavés hat Fußball gespielt. Und Real Madrid hat zu Unrecht gestern Abend gewonnen. Unverdient. Gegen den Tabellen 17. der spanischen Liga, wo wir am Ende auf die Uhr schauen müssen und beten müssen, dass Alavés nicht noch ein Tor macht. Alavés hatte 2 Latten- oder Pfostentreffer. Real Madrid geht 1:0 in Führung, weil Kylian Mbappé, keine Ahnung, den Papst in der Hosentasche hatte. Der schießt einfach aus 20 Metern, der Ball wird abgefälscht, geht in die Kurzecke, der macht ein Tor und keiner weiß warum. Das Einzige, was mir am Tor gefallen hat, ist, dass Arda Güler einen Assist bekommen hat, weil der hat es sich wirklich gestern verdient. Dem ist es egal. Arda Güler hatte gestern in der ersten Halbzeit von 5 Bodenzweikämpfen 5 gewonnen. Abgesehen davon, dass er der Einzige war, der inspiriert war am Ball. Naja, okay, nicht der Einzige. Dienhausen hat mir gestern ehrlich gesagt auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Aber Bellingham, Fede Valverde, die haben es zumindest probiert. Ja. Wie dem auch sei, Real Madrid kommt aus der Halbzeit und dann die einzig wirklich gelungene Aktion von der gesamten Mannschaft. Ein Ball auf Kylian, der legt den mit der Hacke, das macht er gut, auf den Fede Valverde. Fede Valverde findet Vini Junior und Vini Junior schießt aus 30 Metern, 32 Metern, da irgendwo da zwischen, da in der Ecke und macht ein wirklich schönes Tor. Ja, wobei ich mich auch frage, von 10 Schüssen von Vini, wie viele gehen da unten rein in die Ecke? Ist egal, der ist reingegangen. Und Vini Junior hat sich sogar beim Santiago Bernabéu entschuldigt. Der sieht anscheinend selber, dass es so nicht weitergehen kann. Auch danach auf Instagram hat er ein Foto gepostet, wo der das Wappen geküsst hat. Sieht so aus, Vini Junior wird jetzt bei Real Madrid verlängern. Der sieht wohl selber, dass diese Verbindung zu den Fans wiederhergestellt werden muss. Ja. Und als Madrid das 2:0 macht und Real Madrid hier und da wieder ein bisschen mehr Fußball anbietet, entscheidet sich Álvaro Arbeloa, das, was gerade ein bisschen funktioniert, komplett zu zerstören.
Der holt ausgerechnet in der 56. Minute einen Arda Güler und einen Jude Bellingham raus und bringt dafür einen Brahim und einen Franco Mastantuono. Ja, danke dafür. Alles, was wir bis dahin an Fußball gesehen hatten, war passé. Real Madrid ohne Arda und Bellingham ist komplett in sich zusammengebrochen. Danach hat er dann nochmal 2 Wechsel gemacht. Ja, und eine Frage stelle ich mir. Was um Himmels Willen hat Thiago Pitarch falsch gemacht? Álvaro Arbeloa, ich habe gestern oder vorgestern noch gesagt, jeder Trainer hat seine Vor- und seine Nachteile. Aber einen Vorteil, den man dir nicht wegnehmen kann, den man dir nicht absprechen kann, ist, dass du immer wieder auf die Jugend von Real Madrid setzt. Wo war das gestern? Was hat ein Gonzalo gemacht, dass der keine Chance verdient hat, obwohl ein Mbappé und einem Vini beim Zugucken es dir schon als Fan wehtut? Was hat ein Thiago Pitarch gemacht? Außer immer sein Leben für dieses Trikot auf den Platz zu geben. Warum kriegt er keine Minuten mehr? Ja, und Álvaro Arbeloa hat sich entschieden, das Spiel komplett zu zerstören. Und das ist auch so der letzte, mehr oder weniger gute Punkt, den ich aus dem gestrigen Abend nehme. Am Anfang der Saison hieß es immer wieder, das Duo Vini und Mbappé passt nicht zusammen im Sturm und im Mittelfeld das Duo Bellingham-Arda Güler passt nicht zusammen. Und gestern wieder einmal der Beweis, das Duo Güler-Bellingham passt sehr wohl zusammen. Auch danach auf der Bank hat man gesehen, wie die miteinander gequatscht haben etc. Übrigens, kauft bitte nicht diese Propaganda, dass Bellingham sauer vom Platz gegangen ist. Im Gegenteil, also ich kann euch das Video einblenden. Ein Arbeloa geht zu Bellingham hin und nimmt ihn im Arm. Ein Bellingham hört nicht auf, ihm auf den Bauch zu klopfen. Alles gut, alles gut. Also der hat einen Bellingham, der hat genug Fehler gemacht. Also diesen Fehler müssen wir jetzt nicht erfinden. Da muss ich ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Ja. Und dann haben wir das gesehen, was wir am Ende gesehen haben. Ein von Weltstars gepicktes Real Madrid stolpert und holpert, geht spazieren und betet einfach nur dafür, dass der Schiedsrichter endlich zu Ende pfeift. Ein Deportivo Alavés macht das 2:1 in der 93. Minute. Und ich bin mir zu 100% sicher, wenn Deportivo Alavés, die vorher schon mehr als genug Chancen hatten, wenn die das 2:1 nicht in der 93. Minute machen, sondern in der 70. Minute, dann gewinnen die das Spiel gestern Abend. Also, es gibt keine Worte mehr. Ich verstehe nicht mehr, wie ich dieses Real Madrid in Schutz nehmen soll. Nimmt es mir bitte nicht übel. Ich bin der Erste, der gerne euch positive Nachrichten verbreiten würde. Aber dieses Real Madrid hat die Liga weggeschmissen. Dieses Real Madrid, dieser Kader hat den Respekt vor diesem Wappen verloren, hat den Respekt vor dem Madridismo verloren, hat den Respekt vor dir und mir verloren. Die Fans, die trotz alledem wie Bekloppte immer noch sich mit Vorfreude auf so ein Fußballspiel dahinsetzen. Und wisst ihr, was der ultimative Beweis dafür ist? Ja, doch noch eine gute Nachricht, die ich gefunden habe. Gestern war Dienstagabend. Real Madrid hat um 21:30 Uhr gespielt. Und um 23:15 Uhr oder was auch immer, waren wir teilweise 800 Leute in meinem Live-Watch-Along. Also, der Madridismo ist da. An dem liegt es nicht. Und diesen Madridismo haben diese Spieler nicht verdient. Diese Spieler haben es nicht verdient, dass wir mit schlechter Laune ins Bett gehen, dass wir mit schlechter Laune morgens aufstehen. Ja, dass wir diese Phase durchleben müssen. Ja, das war mehr oder weniger, was gestern auf dem Fußballplatz passiert ist. Ja, und was soll ich jetzt zur Spielerbewertung sagen? Ich mache es mir mal ganz kurz. Ich mache es diesmal nicht so offiziell und Spielerbewertung. Ich nehme jetzt 4 Spieler ein bisschen in Schutz. In Schutz nehme ich einen Dean Housen, einen Fede Valverde, einen Bellingham und einen Arda Güler. Alles andere, ja, wie gesagt, da fehlen mir die Worte. Ein Álvaro Carreras, das war das schlechteste Spiel, seit er bei Madrid ist. Vini und Mbappé spielen gegeneinander, spielen gegen den Fußball, spielen gegen den Madridismo. Ich weiß nicht, was sie davor haben. Eder Militao, das ist auch noch, ja, hey, die guten Nachrichten häufen sich. So wie es aussieht, der musste ja verletzt ausgewechselt werden, aber so wie es aussieht, war es nur ein kleiner Schock, ein Schreckmoment. Es scheint keine Verletzung zu sein. Immerhin etwas. Ja,
Und damit hört es auch auf. Und André Lunin, ich weiß nicht, was bei dem passiert ist. Ein Kamavinga, grottenschlecht. Lunin, grottenschlecht. Trent, also wie gesagt, ich könnte jetzt jeden einzelnen schlecht bewerten, möchte ich aber nicht. Allgemein beenden wir dieses Video mit der letzten guten Nachricht des Abends. Also wie viele gute Nachrichten habt ihr heute bekommen? Wer hätte das vor diesem Video erwartet? Die nächste und letzte gute Nachricht. Dieses Real Madrid, diese Saison müssen wir nur noch 6 Mal ertragen. Dann haben wir es hinter uns. Ja, und wir Madridistas erwarten im Sommer ein Wunder. Denn das ist das Einzige, was dieses Real Madrid retten kann. Ja, ich hoffe, bei all den guten Nachrichten seid ihr positiv für den Tag gestimmt. Lasst mir ein Like da, schreibt mir einen netten Kommentar, wenn ihr schon mal da seid. Es wäre toll, wenn ihr das Video hypen könntet, unterstützt den Kanal ungemein. Wir sind knapp vor den 30.000, drück also bitte auf Follow, tut mir einen Riesengefallen. Und morgen komme ich wieder mit ganz vielen verrückten Nachrichten im Trainerkarussell von Real Madrid. Inzwischen ist sogar Sebastian Hoeneß im Gespräch. Also, bis morgen. ¡A la Madrid!